Hallo und herzlich willkommen zu Baldur's Gate 3 und ja, die letzte Folge war komisch. Ja, erstmal die Problematik da mit Schattenherz habe ich getestet. Ich habe den Speicherstand getestet, wo wir gerade hier in Akt 3 reingewandert sind. Sprich, da wo wir vorm Ochsen standen. Bin dann ins Lager, genau dieselbe Scheiße. Selbe Sprachoption und sie sagt genau dasselbe. Von daher gehe ich mal davon aus, das ist ein Bug. Ne, weil ja, wir waren ja auch in der letzten Folge da im Puff, ne, mit diesen beiden Joe-Zwillingen. Und da sagte sie, sie möchte wenigstens, von daher, das lassen wir so. Ja gut, und das mit der Königin hier in der letzten Folge, das war halt unglücklich, ne? Das war dann halt unglücklich. Gut. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Ja, ist in Ordnung. Keeping very well, I hope? Ja, geht so. Ich möchte mal wissen, was ist zwischen euch und eurem Vater geschehen? I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Salune as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Salune came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. He told me we'd be together now. Said Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors that plagued my home. He's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became... that wasn't the father I knew. The one I loved so very much. Okay. Sag mir noch. Nee, komm. Ist gut. Oh, Kratzer. Du bist noch hier. Vlaakith's words have set Lae'zel's mind, it seems. I would not wish to be the one that the Lich Queen unleashes her upon. Aber wie bewähre ich mich? I've been unfair to you. Okay. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. Ja. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well-founded. Okay. Alles gut. Aber Helzer, ich glaube, ich möchte, dass du erstmal hier bleibst. Wherever you need me. Das ist schön. Gut. Ich werde euch finden, wenn ich euch brauche. I'll be right here in camp. Take care out there. Obwohl ich ihm gerade das Schwert, also das alte Schwert von Astarion gegeben habe. Astarion hat jetzt Dolche. Hey, Gale. Also eigentlich würde ich ja die alte Truppe gerne wieder zusammen haben. Also ich, Schattenherz, Astarion und Gale. Aber ich habe Karlach versprochen, sie mitzunehmen.
Ist egal. Gale. Who knew Vlaakith and Mystra would have so much in common? Both set on flinging their followers towards destruction without so much as deigning to justify it. Lae'zel's devotion is impressive, but if she's not careful, it will be fatal. Gods consider mortals like us a cheap token to trade in for their desired outcomes. Ja. At least in my experience. Ja, das sehe ich ähnlich. With pleasure. Lead on. Oh, das Scheiß. Alleine wegen dem Spruch würde ich dich jedes Mal wieder gerne. Kläre die Morde im Tempel der offenen Hand. Aha. Okay. Warum ist das jetzt passiert? Nur weil ich Gale in die Truppe mit reingenommen habe? It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Wie gut, wieder im Lager zu sein. Ja, Ende gut, alles gut. Was, Junge? Gut, dass du wieder da bist, wo du hingehörst. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Wer took care of him? Hör mal, Lazarus, kannst du mal aufhören, in Rätseln zu sprechen und mir irgendwie mal so einen Tipp geben, was ich tun soll? Thy wheel of fate turns ever to the dark. Also egal, was ich mache. Thou require a new ally, or mayhaps a resurrection instead. Wo ist Arabella hin? The girl could not bear thou, a breaker of promises. I told her the fate of her parents when the wind carried it to me. She has left this place to hew a new path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? Du bist ja mal ein Arsch. Wortbrüchig. Hab ich überhaupt eine Chance gehabt, die Eltern? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich hab's nur verschissen, ne? Das waren die beiden, die da tot im Ding, weil ich hinten reingegangen bin, um den Chirurgen da Platz zu machen, ne? Und nicht durch die Vordertür. Wenn ich durch die Vordertür gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt, oder? So wäre es doch gewesen, oder? Keine Ahnung. Ja, es tut mir leid, ich wollte dem Kind nicht sagen, seine Eltern, die sind Fratze, du. Da kannst du... Was war denn jetzt hier? Wir sind endlich in Baldurs Tor eingetroffen, um dem Ältesten brauchen wir die Nessersteine der 3 Auserwählten. Catarix Nesserstein haben wir schon. Ja, ist gut. Bringen Bortas. Baldurs Tor ist nahe, wir sollten herausfinden, wo Gortasch ist. Der Zugang zur Festung Möbels und der Stadt ist eingeschränkt. Jeder wird von Stahlwächtern durchsucht und Flüchtlinge werden nicht reingelassen. Okay. Wir haben eine grausame und bewusst platzierte Mordszene in Baldurs Tor entdeckt. Möglicherweise Orins Werk. Sammle deine Verbündeten. Volo ist zu einem treuen Verbündeten geworden. Seine mächtigen Worte der Ermutigung werden uns bei den kommenden Prüfungen... Wo ist der Typ eigentlich? Helsin ist dankbar, dass wir geholfen haben, das Leben zu schützen. Wir können auf ihn und seine formidablen Druidenkräfte zählen, wenn wir sie brauchen. Uns von den Parasiten zu befreien, erweist sich als schwieriger, als wir dachten. Wir sollten nach mächtigen Verbündeten suchen, Finde eine Möglichkeit. Wir haben herausgefunden, dass das Astralprisma ein Gefängnis für den Githyanki-Prinzen Orpheus dient. Der Gedankenschinder, der sich der Imperator nennt, hat Orpheus Kräfte benutzt, um den Einfluss der Absoluten zu unterdrücken. Ob wir dem Imperator nun trauen oder nicht, wir sollten herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, Orpheus von seinen Ketten zu befreien. Was? Warum? Verstehe ich nicht. Wenn das das Einzige ist, was mich davon abhält, Schnörkel im Gesicht zu bekommen, dann... Lass dich auf den Teufelspakt ein. Wir haben mit Mamsell Amira im Erdgeschoss von Shers Liebkosung gesprochen. Sie erwähnte, dass der Teufel Raphael ein Zimmer im oberen Stockwerk bezogen habe. Was macht er hier?
Wir sollten Raphael einen Besuch abstatten und es herausfinden. Raphael hat uns in Shers Liebkosung gesagt, dass er eine Möglichkeit habe, Orpheus zu befreien. Jenen Gif, der im Astralprisma gefangen ist. Aber wir wollten nichts davon hören. Wenn wir es recht bedenken, sollten wir wohl noch einmal mit dem Teufel... Ah Gott, okay. Sprechen wir halt nochmal mit dem Teufel. Der Imperator hat... Was ist er denn? Nee, Katze klingen. Denke über dein Fehlverhalten nach. Denke über dein Fehlverhalten nach. Der Diener hat mir noch eine... aber du hast die nicht getan. Du hast die Nacht zusammengerissen und diese Farce als zappelnden... erledigen. Du kannst so viel... kommt zu dir. Wir haben mit Jannis und Valeria gesprochen und herausgefunden, dass der Schauplatz des Verbrechens unter dem Tempel der offenen Hand mit dem Mord von Vater Longen zusammenhängt. Zu welchem Schloss der Schlüssel passt, ist jedoch noch ein Geheimnis. Ja, gut. Und da kann Gale eventuell weiterhelfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich den... Wer seid ihr eigentlich? Hör mal. Wer seid ihr? Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Okay, keine Kinder. Ja, natürlich. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Wenn Schatz das unbedingt will. Alte Säge. Was hast du denn für Schmerzen? Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. Ja. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur? As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Ja, ja, ja. Ach komm, ich will da gar nicht. Mit dir habe ich gesprochen, ne? Mit Karlach habe ich auch gesprochen. Und ihr chillt hier? Was ist das für eine Katze? I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Ich tue dir nichts, I Kätzchen. don't like talking. Aha. Ist Jenna böse zu dir? Yenna is my best friend. Okay. She's kind. Help her, not me. Weißt du, was mit Jennas Mutter geschehen ist? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last.
life. Aha. Darf ich dich streicheln? Please don't. Gott. Dann halt nicht. Ist in Ordnung. Ja gut, ne? Dann das Unausweichliche. Laselle, sorry, ich hab den Würfelwurf verkackt, aber du kannst dich da nicht so einer Gottheit. It is done. My faith is acknowledged. My destiny set in slate. Blackith's mercy is as rare as the disciple who earns it. My queen, my eternal regent. Through your eternal wisdom, I will be legend. Immer schön langsam. Noch ist Orpheus nicht tot. I have seen my future in the shimmering visage of my queen. Heard it in her thundering voice. Orpheus will fall. And I will have my just rewards. Vlakith Kork Skatzai. Zai, Zai, Zai. O queen, you've heard my cries. Now, I heed your sacred mission. First, we find a way to free Orpheus from his astral chains. Then, we cleave him from brain to belly. Chamar Zala Vlakith! Wie sollen wir mit Raphael verfahren? Skaketh! You know Raphael holds the key to the prince's freedom, and you turned away. Yeah. We cannot let it remain in the devil's possession. Back to Raphael, now. We cannot slay the traitor prince unless we loose him from his astral prison. Du bist, Hör mal, Vlakith hat versprochen, euch zu Vlakith zu machen. Was bedeutet das? Vlakith's left hand and her right. Ja, ja, klar. Commander of all dragons, Ja. chosen of the Queen Regent. Ja. Not since Vlakith won has a Bart to Vlakith been anointed. Ja, aber du weißt es. Once Orpheus is slain, I will take my place in Castle Susurrus as Bart to Vlakith II. Every Githyanki and every red dragon shall know me by the name. Ja, hilft nix. Laselle. Ich glaube, ich muss sie einschläfern. Du bist blöd. Mann. Hab ich mit Astarion schon gequatscht? Nee, ne? Astarion. It was sickening watching Lae'zel bow to that Ja. monstrosity. I thought she was stronger. Hab ich genau. Some just grow to love their chains, I suppose. Ja, ja. Macht ihr euch Sorgen? Kasada könnte herausfinden, dass ihr zurück seid. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Und wie genau wollt ihr zuschlagen? Er wird nicht alleine sein. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. Ja, sicher, das Junge. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him.
Ja, ist komplett in Ordnung. Ist komplett in Ordnung, Astera. Wieso hast du eigentlich hier plus 10? Temporäre Trefferpunkte. Wieso? Ach, ist egal. Du hast ist gut. Wahrer Held von Baldurs Tor, Stufe 1. Seht nur diese Wangenknochen. Unverwundbar. Humanoide, Stufe 1, unverwundbar. Die betroffene Kreatur ist gegen alle Schadensarten immun. Hab ich da eventuell dauerhaft bewaffnet? Passives Merkmal. Kann nicht entwaffnet werden. Ja, cool. Aber dass er deine Spalte auch so modelliert hat, das ist ja... So, haben wir sie alle, ne? Ja, was heißt denn hier Lügen? Lügen, haut der raus, weißt du? Lügen. Nee, nicht Wortbrüchigkeit. Ich habe die Eltern einfach nicht gefunden. Glaube ich. Ich weiß... Wo ist denn der Brief? Und wo schlafen wir? Wo schlafen wir, verdammte Axt? Und wo ist dieser Volo, mein Händler? Jetzt mal im Ernst, wo pennen wir? Hier oder was? Zu Bett gehen. Oh Gott. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash. Fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brainquakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Okay. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Okay. Was macht ihr hier? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories.
They are relentless. I can think of nothing. No one else. An wen denkt ihr? Or Berlin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Okay. Wie das? In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Aha. Hör mal auf, nee. Wüsste ich nicht, dass ihr ein Gedankenschänder seid, würde ich sagen, ihr seid traurig. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals, even a mind flayer's. Okay. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Ich kann da keinen Manipulationsversuch erkennen. Wir waren gemein? Wann waren wir gemein? I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch. Nix. Lazarus hat gesagt, ich darf die nicht so betrachten. Lazelle hat schon wieder was. Was willst du? Ich nehme dich nicht mit. Du bist bekloppt. Bleibst hier. Return to Raphael. He holds the key that would unleash the traitor prince. Ja, ja. You can't allow him to keep it. Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie sollen wir mit Raphael verfahren? Return to Raphael. He holds the key that would unleash the traitor prince. Ja, ja, ja. You can't allow him to keep it. Ja, 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 Spiel. Du hast es jetzt dreimal gesagt, ich soll also zurück zu Raphael. Hab ich verstanden. Hab ich verstanden. Du bleibst trotzdem hier, Lazelle. Du bist bekloppt. Ich kann dir nicht trauen. Kniest da einfach vor jedem
bepissten Gott, der angelaufen kommt, fällst du gleich vor die Knie. Götter. Also. Hier. Die Mumie, ne? Die mich verpfiffen hat bei dem kleinen Kind. Ne? Die hat gesagt, Gedankenschinder haben keine Seele. So. Und wenn ich hier einem vertraue, dann ist es der Erzählerin. Ne? Die ist allwissend. Warum sollte die mich in die Irre führen? Warum sollte die uns in die Irre führen? Weil die erzählt uns ja die Geschichte. Ne? Also das würde ich für ausgeschlossen halten, dass die uns mit falschen Informationen füttert. Und die Erzählerin hat zu Beginn von Akt 3 gesagt, als wir da in der Astralebene waren, dass der Imperator die Wahrheit sagt. Also alles, was er uns in der Astralebene erzählt hat, ist also wahr. Kann ich von ausgehen. Bedeutet, Orpheus ist tatsächlich der Faden, an dem unser Äußeres hängt, sag ich mal. Unsere Existenz endet ja nicht, sondern wir kriegen nur Schnörkel im Gesicht. Ist aber für mich gleichbedeutend mit, beziehungsweise da wäre mir der Tod lieber. Ich will da keine Schnörkel. Ich wäre auch froh, wenn der Traumbesucher mal wieder so aussehen würde, wie ich ihn kreiert habe und nicht da hier Imperator. Ne? So. Und jetzt haben wir ihn gerade wieder im Traum getroffen. Ne? Und ganz ehrlich, ich sehe da keinen Manipulationsversuch bei ihm. Der ist ehrlich traurig. Also ich glaube, ich verfahre am besten, wenn ich erstmal auf Imperatorseite bleibe. Was sich später da vielleicht noch entwickelt, das weiß ich nicht. Aber jetzt momentan, zu dem Zeitpunkt mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen, weiß ich, dass die GIF einfach nur irgendwelche Trottel sind. Siehe hier Laselle. Weißt du, da taucht so eine 15-Meter-Göttin auf und die geht gleich auf die Knie. Ich meine, dass ich den Würfel wohl verkackt habe. Okay, okay. Ist halt so, ne? So. Was ist das? Volus-Nachricht. Wer auch immer diese Nachricht zuerst liest, bedauerlicherweise hat sich eine Angelegenheit von größter Dringlichkeit ergeben, die meiner unverzüglichen Aufmerksamkeit bedarf. Nicht, dass eure vielfältigen Missgeschicke für sich genommen unwichtig wären, aber nun, wie dem auch sei, die Angelegenheit ist zu heikel, als dass ich sie auf Pergament niederschreiben dürfte. Daher werde ich euch damit unterhalten, sobald wir uns in Baldur's Tor wiedersehen. Herzlichst, euer Volotamp Geddam. Alles klar, also der taucht wieder auf irgendwo in Dings. Aber die Nachricht von der Kleinen habe ich noch nicht gefunden. Ne? Naja. So, wir müssen mit dem Teufel quatschen. Ach, schwer begeistert. Schwer begeistert bin ich. Mein Mädchen macht komische Sachen. Warum kann ich jetzt durch den Boden gucken? Oh. Ich glaube, das Spiel ist in Akt 3 a little bit buggy. A little bit. A little bit. A little bit. Hey, Lucifer. Crackle at the edge of your consciousness. The Emperor has been silenced once more. Here we are again. Have you reconsidered? Ja. Would you like to hear what I'm offering? Ehrlich gesagt, nein, weil sowieso. Was habt ihr? Was mich vielleicht reizen könnte? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Aha.
Perfekt, Per. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. Warum das denn nicht? You scratch my back. I scratch your parasite. Und das alles ohne, dass ich speichern konnte, du Arsch. Es ist sicher bewusst, dass ich nichts zu verschenken habe. Wir müssen uns auf einen Handel. Worauf seid ihr aus? Ihr wollt vermutlich meine Seele im Tausch gegen den Hammer haben. Worauf seid ihr aus? Power. Macht? Okay. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And you give me the crown that dominates the Elder Brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Ja, Gail. Was? Ich dachte, du wolltest meine unsterbliche Seele haben. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin versucht, doch warum trachtet ihr so begierig nach der Krone? Ja, warum wohl? Was genau ist die Krone? Ich wäre verrückt, wenn ich ein derart mächtiges Artefakt einem Teufel geben würde. Schon eher? Nein. Einfach nein. Ich bin verwirrt. Ich bin versucht, doch warum trachtet ihr so begierig nach der Krone? I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Okay. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world. And the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Me. Der Magier von Tiefwasser. Also die Vorstellung, dass ihr alle 9 Höllen regiert, erfüllt mich nicht gerade mit Freude. Ich finde, dass ihr ein fantastischer Höchst seid. Warum glaubt ihr, dass euch gelingen könnte, woran Krasses gescheitert ist, nämlich die Krone zu benutzen? Warum glaubt ihr, dass euch gelingen könnte, woran Crassus gescheitert ist, nämlich die Krone zu benutzen? I am no mortal, and I do not fail. Aha. Wie kann es dann sein, dass ihr die Krone damals nicht schon an euch genommen habt? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. Ach so. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so.
Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Aha. Dass es diesen Sterblichen im Gegensatz zu euch gelungen ist, die Krone zu stehlen, muss ganz schön ärgerlich für euch sein. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. Okay. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Nö. Ich mache keine Geschäfte mit euch, Raphael. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Gale. So, the devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carsus forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. Ja. Ich weiß nicht, ob das besser wäre, wenn wir die haben, aber... Wir haben erfahren, dass Orpheus mit dem orphischen Hammer von seinen Ketten in Astratus befreit werden kann. Raphael hat diesen Hammer. Wir sollten sein luxuriöses Anwesen in den Höllen aufsuchen. Das Haus der Hoffnung. Okay. Wir haben Raphaels Vertrag abgelehnt, aber der Teufel sagte, dass er hier bleiben würde, falls wir es uns anders überlegen würden. Sein Angebot steht noch immer. Ja, das ist mir klar, aber ich glaube, wir klauen ihm einfach den Hammer, oder? Weil ich habe keinen Bock auf einen Deal mit dem Teufel. Das mache ich nicht. Was ist hier? Gale will mehr über die nesserlische Krone erfahren, die das... Ja, deswegen habe ich dich mitgenommen, Gale. Du musst mir mehr Informationen liefern, wirklich, ganz ehrlich. Sprich mit Laselle über Raphael. Nee, mache ich nicht. Raphael hat uns mitgeteilt, dass er die Mittel hat, Orpheus zu befreien. Er hat sie uns im Rahmen eines diabolischen Pakts angeboten. Aber wir haben abgelehnt. Wir sollten mit Laselle über unseren weiteren... Nee, warum? Die ist so bekloppt. Ich spreche nicht mit der. Ja, wahrscheinlich mache ich das, aber ist jetzt nicht in meinem... Finde die fehlenden Briefe. Ja, haben wir. Ist jetzt wirklich nicht im akutesten Sinne für mich relevant. Mit
mit der guten Laselle zu sprechen. Ne? So. Und es tut mir leid, ich kann da leider nichts für, ne, dass das hier alles so ein bisschen, hier, dass die Torwärterin da ja, ein Loch in der Backe hatte und dass hier teilweise Texturen fehlen und erst eine Stunde brauchen, bis sie geladen werden. Ich weiß es nicht. Ich habe alles wieder so gemacht, wie es vorher war, glaube ich, in meinen Einstellungen. Ich habe auch erst das Gefühl gehabt, dass das wieder alles hier ein bisschen runterläuft. Ne? Es kann auch sein, dass das Spiel im dritten Akt leicht etwas verbuggt ist. Weil die Backe da von der Torwächterin, kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier an meinen Einstellungen liegt. Das ist wahrscheinlich im Spiel ein Feature des Spiels. Ne? Ich kann damit sehr gut leben, weil es ein hervorragendes Spiel ist. Und da kann ich kleinere Fehler gut verzeihen. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.